Kurzes Video dazu, wie man den Weber Q1000 Gasgrill von der kleinen Gasflasche auf die große Gasflasche umrüstet. Wir werden als erstes den Umbau direkt machen, nämlich für die Leute, die nur der Umbau interessiert, die können danach direkt abschalten. Anschließend würde ich noch kurz über Preise und die Vor- und Nachteile reden. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einmal den Weber Q1000 Gasgrill, haben die kleine Gasflasche, die große Gasflasche und den Adapter-Kit, um halt den Grill mit dieser großen Gasflasche zu verbinden. Wir haben hier den Adapter-Kit, da ist letztendlich nur ein 90 cm langer Schlauch drin. Ansonsten ist hier nur ein Kabelbinder und eine Gebrauchsanweisung drin, also nichts groß Interessantes, was man zwingend braucht. Stellen wir direkt zur Seite. Gut, und der Schlauch, wir haben hier ein großes Gewinde, was hier an die Flasche kommt, und dieses kleine Ventil oder Gewinde, was halt an diese Dichtung kommt. Gut, also fangen wir damit an, die kleine Gasflasche abzuschrauben. Geht relativ schnell, da entweicht immer ein bisschen Gas, lässt sich nicht verhindern, ist einfach so. Gut, dann schrauben wir die ganze Kiste da an. Ich rolle das mal ein bisschen zusammen, weil das Ganze sich immer mit bewegt. Ja, ist ein bisschen frickelig, aber irgendwann geht es dann. Und dann muss man den ganzen Schlauch noch ein bisschen mitdrehen. So, schraubt man auch nur handfest an, damit es nicht kaputt geht. Und dann gehen wir an die große Gasflasche. Jetzt zieht man einmal hier die Schutzkappe ab. Dann macht man hier noch eine Schutzkappe ab. So, und dann kann man das Ganze hier anschrauben und dann ist die Sache auch im Normalfall schon erledigt. Ja, das war's. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Keine 2 Minuten, also kinderleicht. Kriegt jeder hin, ist natürlich trotzdem ein bisschen gefährlich mit dem Gas, also lasst es eure Kinder nicht machen. Den Korb können wir einklappen, den brauchen wir eigentlich nie wieder, sondern die Flasche ist unverhofft leer, dann kann man natürlich mit als Ersatz eine von diesen Flaschen stehen haben. Und das war der Umbau. Ich teste das Ganze jetzt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben jetzt natürlich 2 Ventile. Einmal hier das kleine Ventil am alten Schlauch und natürlich das große Ventil an der Gasflasche. Nur eins davon funktioniert natürlich nicht. Immer beide aufdrehen, wenn man Gas haben will und der Grill angehen soll. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Was haben wir hier? Also wir haben die kleine Gasflasche. Die kostet im Handel ungefähr 9 € das Stück. Da passen 450 Gramm Gas rein. Wir haben die große Gasflasche, für die habe ich 49 € bezahlt. Setzt sich zusammen aus 17 € für die Füllung und 32 € für die Nutzungsgebühr. In diese Gasflasche passen 5,64 Liter. Um hiermit die gleiche Menge an Gas zu erhalten wie in dieser großen Flasche, braucht man ungefähr 12 davon. Reden wir also von 108 €. Für diese Flasche, wie gesagt, Füllung 17 €, Nutzungsgebühr 32 € und für diesen Schlauch hier selbst 55 €. Ziemlich teuer für so ein bisschen, egal, aber sind wir bei 104 €. Das heißt, man muss eigentlich nicht groß drüber nachdenken, dass sich diese Investition alle Male lohnt, denn sobald ich hier 12 Flaschen von verbraucht habe, habe ich quasi diese Gasflasche inklusive Nutzungsgebühr und diesen Schlauch drin und anschließend kostet mich jede weitere Füllung von dieser Flasche 17 €, während ich hier für die gleiche Menge dann weiterhin 108 € bezahle. Also, wie gesagt, da braucht man nicht groß drüber nachdenken, ob man das macht oder nicht. Gut, was ist der Nachteil? Der Grill an sich ist ja schon ziemlich schwer, ist aber relativ handlich, weil links und rechts hier anpacken kann man durch die Gegend tragen. Jetzt hat man hier natürlich noch einen weiteren größeren Klopper mit dranhängen, wiegt ungefähr genauso viel wie der Grill. Lässt sich jetzt nicht mehr so einfach schleppen, geht immer noch, aber ist natürlich bedeutend unhandlicher, als wenn man hier nur eine kleine Gasflasche drin hat und das war's. Mehr Nachteile fallen mir nicht ein. Habt ihr welche? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Habt ihr Fragen? Schreibt sie auch in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.